In diesem Video wollen wir uns einmal mit der drastischen Verschärfung der britischen Erbschaftssteuer befassen, die im Wesentlichen Ausländer trifft, die 10 Jahre und mehr im UK leben. Ab dem 6. April 2025, also dem Beginn des neuen Steuerjahres, soll die neue Version der britischen Erbschaftssteuer eine drastische Verschärfung in Kraft treten. Diese betrifft im Wesentlichen Ausländer, die in UK leben und im Wesentlichen Ausländer, die 10 Jahre und länger schon bereits im UK leben. Bevor wir uns konkret hier mit der neuen rechtlichen Situation auseinandersetzen, müssen wir uns noch mal kurz mit den Unterschieden zwischen britischer Erbschaftssteuer und deutscher oder kontinentaleuropäischer Erbschaftssteuer auseinandersetzen. Tatsächlich ist nämlich die britische Erbschaftssteuer keine Erbschaftssteuer wie die deutsche Erbschaftssteuer. In Deutschland ist es ja so, und das Gleiche gilt für die meisten kontinentaleuropäischen Ländern, dass die Erbschaftssteuer der Erbe bezahlt. Derjenige also, der etwas geerbt hat, muss dann entsprechend Erbschaftssteuer bezahlen, in Abhängigkeit vom Verwandtschaftsgrad zum Erblasser. In UK ist die Steuerlast genau umgekehrt. Dort muss der Nachlass des Verstorbenen, der sogenannte Estate, die Erbschaftssteuer bezahlen. Das ist ein System wie in den USA, wo es ebenfalls eine solche Estate Tax gibt. Das heißt, grundsätzlich sind die Erben nicht steuerpflichtig. Alles wird hier vom Verstorbenen bzw. eben seinem Nachlass hier geregelt und bezahlt. Daher gibt es auch keine Freibeträge wie in Deutschland oder in anderen EU-Ländern. Dort ist es ja letztlich so, dass es für jedes Kind zum Beispiel einen Freibetrag gibt. Das ist im UK nicht so. Hier hat der gesamte Estate einen Freibetrag in Höhe von 325.000 Pfund. Und wenn die selbstbewohnte Immobilie des Erblassers auch vererbt wird, dann erhöht sich dieser Freibetrag auf 500.000 Pfund. Aber es gibt keinen Freibetrag pro Erben. Auf den Rest des Estates, also auf den Rest des Nachlasses, werden dann krasse 40% Erbschaftssteuer fällig. Was man den Briten zugutehalten muss, ist allerdings, dass die Vererbung an den Ehepartner keine Erbschaftssteuer auslöst. Hier kann man in unbegrenzter Höhe vererben, eben an den Ehepartner. Hier ist ja zum Beispiel in Deutschland der Freibetrag auch nur 500.000 Euro. Das ist in UK nicht so. Ich kann also hier ein Vermögen in Höhe von 500 Millionen an meinen Ehepartner vererben und es wird keine Erbschaftssteuer fällig. Das hat natürlich nun interessante Konsequenzen, wenn du in UK wohnst. Bist du also zum Beispiel ein Deutscher, der in UK wohnt und erbst etwas in Deutschland, dann fällt in UK keine Erbschaftssteuer an, unter der Annahme, dass der Erblasser nicht in UK steuerpflichtig ist. Ja, also wenn deine deutschen Eltern dir etwas vererben, was im Ausland ist, dann fällt keine britische Steuer an, möglicherweise aber natürlich dann eine deutsche Erbschaftssteuer. Wohnt aber der Erblasser nun zum Beispiel in Dubai oder in einem anderen Land, wo es keine Erbschaftssteuer gibt und vererbt dir etwas als jemand, der in UK wohnt, dann wird darauf auch in UK keine Erbschaftssteuer fällig, weil wie gesagt, das Konzept ist, dass der Estate, also der Nachlass des Verstorbenen, die Erbschaftssteuer bezahlt. Und wenn der Verstorbene nicht in UK steuerpflichtig war, dann wird auch keine Erbschaftssteuer in UK fällig, außer natürlich diese Person hätte jetzt britisches Vermögen, dann ist er eben beschränkt erbschaftssteuerpflichtig in UK und müsste darauf Erbschaftssteuer bezahlen. Aber vererbt dir jemand eine Immobilie in Dubai und du wohnst in UK, dann wird dort keine Erbschaftssteuer fällig. Vorsicht allerdings, Vorsicht! Denn als Deutscher fällst du noch für 5 oder sogar 10 Jahre unter die deutsche Erbschaftssteuer, nachdem du Deutschland verlassen hast. Also auch in dem Beispiel, dem ich gerade eben gesprochen habe, wäre es vielleicht so, dass du in UK keine Erbschaftssteuer bezahlen musst, in Dubai keine Erbschaftssteuer bezahlen musst, aber eben in Deutschland. Soweit zu den Unterschieden zwischen der britischen Erbschaftssteuer und der Erbschaftssteuer nach deutschem oder kontinentaleuropäischem Verständnis. Was soll nun geändert werden? Wenn du als Ausländer in UK gelebt hast und ein sogenanntes Tax Domicile, das ist jetzt nicht der Wohnsitz oder sowas, sondern eher ein abstraktes Konzept und ist so im Grunde genommen verwoben mit deiner Herkunft und auch
mit der Tatsache, dass du vielleicht nur temporär in UK bist. Also das heißt, wenn dein sogenanntes Tax Domicile sich nicht in UK befand, und das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwie hier einen Wohnsitz im Ausland brauchst oder sowas. Aber die Tatsache, dass du als Ausländer im UK lebst, reicht schon aus, dass du eben nicht im UK domiciled warst. Hieß konkret, dass dein nicht britischer Nachlass erst nach 15 Jahren mit der britischen Erbschaftssteuer belastet wurde. Also ein Beispiel. Ein Deutscher wohnt in UK seit 11 Jahren. Er hat Deutschland vor 11 Jahren verlassen. Er ist also garantiert nicht mehr in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig auf nicht deutsches Vermögen. Er besitzt eine Immobilie in Dubai und vererbt nun diese Immobilie in Dubai an seinen Sohn, der ebenfalls in UK lebt. In diesem Fall wird heute keine Erbschaftssteuer fällig in Deutschland, keine Erbschaftssteuer fällig in Dubai und keine Erbschaftssteuer fällig in UK. Denn nur auf den britischen Nachlass des Erblassers fällt bisher in diesem Fall britische Erbschaftssteuer an. Also vererbt der Erblasser, der vor 11 Jahren von Deutschland nach UK verzogen ist, seinem Sohn ein Haus in UK, in London, dann wird darauf britische Erbschaftssteuer fällig. Oder Bargeld, was sich auf einem britischen Konto befindet, oder Autos, die sich in UK befinden, oder was auch immer. Dann wird darauf britische Erbschaftssteuer fällig, nicht aber auf das internationale Vermögen. Und der kluge ausländische Erblasser, der in UK lebt und bisher richtig geplant hat natürlich vorgebeugt. Er hat dann zum Beispiel einen Trust errichtet im Ausland oder er hat gesagt, ich werde den UK verlassen, bevor diese 15 Jahre ablaufen. All das waren Wege, um die britische Erbschaftssteuer zu vermeiden. Selbst auf britisches Vermögen im Übrigen. Das wird sich nun alles ändern. Also dieses abstrakte Konzept des Domicile, was ich vorhin beschrieben habe, spielt keine Rolle mehr. Dein Domicile mag zwar im Ausland sein, dein Tax Domicile, ja, aber wenn du in Zukunft 10 Jahre steuerpflichtig warst in UK und dann verstirbst, dann wird Erbschaftssteuer in Großbritannien auf deinen weltweiten Nachlass fällig werden. Also inklusive auf dein Vermögen im Ausland, in Deutschland, in Dubai oder wo auch immer. Dann muss man sehen, was hier mit puncto Doppelbesteuerung unternommen wird. Die Länder haben ja sehr wenige Doppelbesteuerungsabkommen in puncto Erbschaftssteuer. Zum Beispiel Deutschland hat keines mit UK, wenn es um die Erbschaftssteuer geht. Was heißt das dann konkret? Kommt es zur Doppelbesteuerung oder gibt ein Land klein bei? Das muss man dann eben klären. Das steht heute noch nicht fest. Aber grundsätzlich ist es eben jetzt neu so, ab April 2025, dass dann Erbschaftssteuer hier auf den gesamten weltweiten Estate des Verstorbenen anfällt, sobald er 10 Jahre in UK gelebt hat, nicht nur auf den britischen Teil des Estates. Aber auch hier wiederum, die Erben sind hier nicht davon betroffen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, der Erbe zahlt keine Erbschaftssteuer in UK. Es ist der Nachlass des Erblassers. Ja. Vererben ändert sich also nichts. Für die gilt alles weiter wie bisher auch. Jetzt könntest du vielleicht als potenzieller zukünftiger Erbe sagen, der heute noch quietschfidel ist, sagen wir mal, du bist schon 12 Jahre in UK, sagst du eben, okay, gut, dann werde ich eben den UK jetzt einfach verlassen. Dann habe ich ja das Problem letztlich gelöst. Leider nicht. Und hier kommt die einschneidende Änderung. Wenn du 10 Jahre in UK gelebt hast, mindestens, und dort unbeschränkt steuerpflichtig warst, dann bleibst du auch dann erbschaftssteuerpflichtig, und zwar noch für 10 Jahre nach dem Wegzug, wenn du den UK verlässt. Erinnert dich das an was? Genau, es erinnert mich an die erweiterte, unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht in Deutschland. Das müssen sich die Briten dort wohl abgeschaut haben. Wobei in Deutschland hängt es ja an der Staatsbürgerschaft. Wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft abgibst, dann betrifft dich das nicht mehr. Das geht im UK leider nicht. Also wenn du einmal 10 Jahre im UK gelebt hast und dann den UK verlässt, dann musst du beten und hoffen, dass du mindestens noch 10 Jahre lebst, wenn du vermögend bist. Ansonsten wird Vermögensteuer auf deinen gesamten Estate fällig. Wie das genau funktioniert, wie die das kontrollieren wollen, wie man das machen wird, das ist natürlich schwer zu sagen. Da werden wir abwarten müssen,
welche Maßnahmen hier von der britischen Regierung genau eingeführt werden. Ich denke, diese Maßnahme, diese Verschärfung ist natürlich für all jene besonders kritisch, die jetzt schon einige Zeit in UK leben, vielleicht sogar schon seit mehr als 10 Jahren, vielleicht seit 12 Jahren, seit 13 Jahren, die aber noch so gerade eben hier als Non-Domiciled in UK gelten. Wie gesagt, bisher waren es 15 Jahre. Denn sie müssen sich jetzt sehr schnell überlegen, was sie machen. Es ist bisher auch noch nicht klar, ob es ausreichen würde, wenn man einfach jetzt sofort den UK verlässt oder ob das Gesetz letztlich rückwirkend in Kraft tritt zu dem Zeitpunkt, wo es angekündigt wurde, um genau solche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten hier zu verunmöglichen. Ja? Also die Chancen stehen ziemlich gut. Wenn du jetzt schon über 10 Jahre in UK bist und du wirst den UK vor dem 6. April 2025 verlassen, dann sollte es möglich sein, der Sache zu entkommen. Aber sicher ist es eben nicht. Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Besonders drastisch ist auch, dass die Regierung angekündigt hat, dass Trusts, die man jetzt aufsetzt, um genau diese Besteuerung zu verhindern, nicht gültig sein werden. Ja, das ist eben auch ziemlich erschreckend, muss man sagen. Das heißt, die Möglichkeiten, dein Vermögen jetzt hier in Sicherheit zu bringen und vor der Erbschaftssteuer zu schützen, sind tatsächlich relativ gering. Es gibt noch einige Möglichkeiten, also was manche Berater zum Beispiel hier vorschlagen, sind sogenannte private Pension Schemes, also im Grunde genommen Pensionsrückstellungen in einer Gesellschaft, die man offshore gründet. Hier gibt es eben diverse Doppelbesteuerungsabkommen. Also beispielsweise, wenn ich ein Pension Scheme habe in Hongkong, eine Hongkong-Gesellschaft, welches mir eine Pension bezahlt jeden Monat, dann ist diese in UK steuerfrei, auch heute schon. Ist übrigens auch in Thailand steuerfrei und in einigen anderen Ländern. Da lässt sich einiges machen, was ganz interessant ist. Da gibt es auch ähnliche Modelle mit den Kanalinseln. Das bringt aber natürlich nur was, wenn ich dann einige Millionen in ein solches Pension Scheme dann hineinschieben kann. Andere Modelle, was andere Betroffene machen, ist eben, ihr Vermögen jetzt schon zu Lebzeiten zu verschenken. Eine Schenkungssteuer in dem Sinne gibt es im UK nicht. Stirbt der Schenkende innerhalb von 7 Jahren nach der Schenkung, wird anteilig möglicherweise im Nachhinein Schenkungssteuer fällig. Und da muss man auch aufpassen in UK, dass zum Beispiel beim Verschenken von Immobilien hier keine Kapitalertragssteuer fingiert wird. Bei der eigengenutzten Immobilie ist dies zwar nicht der Fall, bei anderen kann es der Fall sein. Also das muss man sich dann ganz genau anschauen. Aber grundsätzlich eben zu Lebzeiten dann zu verschenken oder eben zu sagen, man verkauft sein Vermögen und verschenkt dann letztlich das Geld. Das sind alles Möglichkeiten, die es natürlich jetzt gibt. Und diese sollte es natürlich auch nach der Gesetzesänderung geben, denn es ist nicht geplant, hier eine Schenkungssteuer einzuführen. Da sollten die gleichen Regelungen dann beibehalten werden. Viele Deutsche, die in UK leben, denken vielleicht jetzt darüber nach, hier eine Stiftung zu gründen, vielleicht in Liechtenstein. Da muss man vorsichtig sein. Stiftungen sind ja in UK nicht bekannt und sind eigentlich auch so nicht anerkannt. Da ist dann wirklich die Frage, um was es sich hier bei dieser Stiftung handelt. Wird sie als Trust eingestuft oder möglicherweise sogar nur als ganz einfach Kapitalgesellschaft? Das ist eben nicht so 100%ig klar, muss man leider sagen. Eben auch hier ist Beratung unbedingt notwendig. Also zusammenfassend möchte ich sagen, dass du dir besonders, wenn du schon mehr als 10 Jahre in UK lebst, unbedingt Gedanken darüber machen musst, wie du die Zukunft für dich planst. Wenn du weiter in UK bleiben willst, dann wird man nicht sehr viel machen können hier. Du kannst natürlich eine der Modelle wählen, die ich hier vorhin angesprochen habe. Zum Beispiel so ein Pension Scheme könnte funktionieren. Oder vielleicht kannst du auch schon Vermögen verschenken an deine Familie. Alles andere wird schwierig sein. Für viele heißt es natürlich, dass sie den UK verlassen werden. Es haben schon tausende High-Net Individuals den UK verlassen. Die Erbschaftssteuer ist sicherlich der wichtigste Grund, muss man sagen. Natürlich auch der Non-Dom-Status wurde beendet, aber hier das Thema Erbschaftssteuer, das ist schon wirklich kritisch. Ich meine, wir kennen ja andere Hochsteuerländer, zum Beispiel Australien, zum Beispiel Kanada, die trotzdem sehr populär sind bei Auswanderern, weil es eben keine Erbschaftssteuer gibt. Man ist ja durchaus bereit, hier auf laufende Einkünfte höhere Steuern zu zahlen, aber man will eben nicht hier auf sein ganzes Vermögen dann 40% bezahlen müssen, wenn man es vererbt. Das ist natürlich absolut für die meisten undenkbar.
Also daher, jetzt ist der Zeitpunkt, sich dazu Gedanken zu machen. Möglicherweise ist die beste Wahl ja auch vor dem 6. April 2025 den UK zu verlassen, wenn du davon betroffen bist. Wenn du jemand bist, der in UK gerne leben möchte, dahin umziehen möchte, dann musst du eben diese 10-Jahresfrist hier im Auge behalten und musst dir dann sehr bewusst überlegen, ob du länger in UK bleiben willst oder nicht. Wenn du bereits im UK lebst oder planst, darin umzuziehen und du hast steuerliche Fragen oder das Thema Erbschaftssteuer oder die Neuregelung der Erbschaftssteuer treibt dich um, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir sind seit 2006 als Kanzlei im UK aktiv und beraten dort deutschsprachige Mandanten, sowohl Unternehmen als auch natürliche Personen, die im UK leben oder andere wirtschaftliche Interessen in UK haben. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.